Unter einem Kloster verbirgt sich ein Geheimnis aus dunkler Zeit. Kaum jemand kennt die Existenz dieses Geheimnisses. Viele Menschen gehen auf dem Weg zum Gottesdienst direkt über diesen Ort, ohne zu ahnen, dass sich unter ihren Füßen ein Netz aus Stollen befindet. Dieser Ort, 40 Meter unter dem Kloster, im festen Felsgestein, war Zuflucht für viele Menschen. An diesem Ort lag entsetzliches Leid, Verzweiflung, aber auch Hoffnung nah beieinander. Das Kloster hat eine bewegte Geschichte. Als Burg im 13. Jahrhundert errichtet, 1854 Eröffnung des Klosters, 1865 war die Klosterkirche fertig, 1850 eröffnete eine Privatschule. 1940 mietete die Wehrmacht das Kloster und funktionierte es zu einem modernen Reservelazarett. Doch lange nach dem Zweiten Weltkrieg und den damit verbundenen Schrecken wird Europa erneut in einen Krieg verwickelt. 77 Jahre nachdem Menschen in dem Kloster Zuflucht gesucht haben, bietet das Kloster erneut hilfesuchenden Menschen Schutz. In Ukraine ist Krieg. Eine ukrainische Gemeinde betreut Kriegsflüchtlinge vor Ort und hält Gottesdienste ab. Doch was hat es auf sich mit dem Geheimnis unter dem Kloster? Auch unter der Erde braucht man mal eine Pause. Und Entspannung ist auch sehr wichtig. Ob das jetzt wie jetzt hier unter der Erde ist oder im Hotel oder im Flugzeug oder sonst irgendwo. Man muss sich immer mal eine Pause gönnen und ich nehme mich dann immer raus. Ich gucke dann einfach mal in Riedli rein und schaue dann in Militär und Geschichte beispielsweise rein und lese da ein bisschen, um ein bisschen runterzukommen, um neue Energie zu sammeln für weitere Dreharbeiten oder natürlich auch für den nächsten Tag. Bei Riedli habt ihr das Gute, ihr braucht nicht 5, 6 Magazine oder Zeitungen mit rumschleppen über verschiedenste Themen, sondern die App bietet alles, was ihr braucht. Da könnt ihr zwischen 6000 nationalen wie internationalen Magazinen tatsächlich wählen und das nachlesen, was ihr gerade lesen wollt. Also jetzt ist es Militär und Geschichte, da gucke ich mal rein, lese ein bisschen was über den Zweiten Weltkrieg. Abends gucke ich meistens noch was zur Sport und Ernährung, dann gucke ich halt in eine andere Zeitung rein. Wenn ihr da auch Bock drauf habt und nicht immer Zeitungen mitschleppen wollt, ja. Und natürlich ist das auch sparsam, weil ihr braucht keine Zeitung, nichts drucken, also es ist umweltfreundlich, klimaneutral sozusagen. Dann könnt ihr euch diese App holen, das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und wenn den einer von euch holt, dann könnt ihr mit einem Account 5 Profile anlegen. Also 5 eurer Freunde können da mitlesen. Beispielsweise der Ralf ist noch mit drin, der kann bei mir dann auch mitlesen, was ihn gerade interessiert. Ist auch viel Militär und Geschichte interessiert, dann liest er halt damit. Wie gesagt, wenn das einer von euch sich holen will, kann er 5 Profile anlegen für 5 Freunde. Habt ihr auch Bock da drauf? Erster Link in der Videobeschreibung. Wollt ihr mich unterstützen? Dann klickt da mal drauf. Ihr kriegt es exklusiv bei mir 1 Monat kostenlos. Also 1 Monat für immer könnt ihr ausprobieren. Nach einem Monat erlischt das Abo automatisch. Ihr habt keinerlei Verpflichtungen. Ich bin heute an einem Kloster und unter diesem Kloster verbirgt sich ein Geheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist der sogenannte Kreuzgang. Hier sind die Nonnen immer täglich morgens wie abends einmal durchgelaufen. Und das ist der Punkt, er wirkt sehr unscheinbar, doch hier unter unseren Füßen befindet sich das Geheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg. So, ich stehe jetzt hier neben einem Kreuz. Unter mir ist ein Läufer. Hier drunter ist dieses Geheimnis von diesem Kloster. Unter meinen Füßen befindet sich der Luftschutzbunker, wo damals die verwundeten Soldaten und die Zivilisten dieser Stadt im Zweiten Weltkrieg Zuflucht gefunden haben vor den Bombenangriffen. Es ist völlig unscheinbar
Der Standortarzt brachte die Errichtung eines Luftschutzbunkers ins Gespräch. Die Stadt Bregenz war Bauleiter und hatte 300.000 Reichsmark für die Errichtung des Bunkers zur Verfügung. Im Oktober 1944 begannen die Arbeiten am Bunker. Städtische Mitarbeiter bauten den Bunker in 24-Stunden-Schichten mit Spitzhacken, Presslufthämmern und Vortriebssprengungen in den harten Fels unter dem Kloster. Es ist alles im Originalzustand, wie es damals tatsächlich war. Zweimal am Tag wurde gesprengt. Jeden Morgen um 8 und jeden Abend um 18 Uhr. So eine Treppe führt in die ewige Dunkelheit. Der Bunker war bereits Ende Februar 1945 fertiggestellt. In 4 Monaten bauten die Arbeiter ein Stollensystem von ca. 7000 Quadratmetern, welches für 3.000 bis 4.000 Menschen ausgelegt war. Wir sind jetzt im Eingangsbereich. Hinter euch geht es jetzt 40 Meter in die Tiefe. Als die Alliierten auf die Stadt vorrückten und mit Angriffen durch Artillerie und Bombardierung drohten, wies der Bürgermeister an, die Bevölkerung in den Schutzraum zu evakuieren. Und nochmal geht eine Treppe runter und ab jetzt geht es steil bergab, wie gesagt knappe 40 Meter unter die Erde. Man hat das Ganze Ende 1944 angefangen zu installieren, diese Anlage, und war im Februar 1945 fertig. Die Anlage wurde erbaut ausschließlich von zivilen Arbeitskräften. Es waren wahrscheinlich, es ist nicht genau überliefert, es gibt auch keine Dokumente darüber, es waren aber wohl städtische Mitarbeiter. Das Ganze wurde gebaut, weil in dem Kloster über uns sich die Wehrmacht eingemietet hat und dort ein Lazarett errichtet hat für die verwundeten Soldaten des Weltkriegs. Und als der Krieg dann immer mehr in die Mitte des Reiches rückte, hat man sich dazu entschlossen, hier eine unterirdische Anlage zu bauen, einen Bunker, um die Verwundeten zu schützen. Zu Kriegszeiten, also zum Ende des Krieges hin, haben hier auch die Zivilisten Schutz gefunden. Man hat diese Anlage dann noch mal ein bisschen erweitert und es waren bis zu 3.500 Menschen in dieser Anlage. 30 Stunden mussten die verwundeten Soldaten und die Bürger gemeinsam in den dunklen, feuchten und kalten Bunker ausharren, bis sie den Bunker wieder verlassen durften. Als sie an der Oberfläche waren, war der Krieg für sie vorbei. Dieser Bereich hier, der ist nachträglich gekommen, also man hat das mit Spritzbeton ausgekleidet. Und jetzt kommen wir in den Teil, der wirklich noch im Urzustand ist. Das ist so, wie man das damals gebaut hat. Es wurde nicht elektrisch beleuchtet und hier hingen dann schon die ersten Petroleumleuchten, die Feuerhände dran. Und das ist der Originalzustand. Also man hat, das Gestein ist so fest, das ist Kalkgestein, das ist so fest, dass man gesagt hat, es reicht völlig aus, wenn wir dieses Gestein einfach so lassen. Also es ist stetig abfallend. Ich glaube, hier kann man es auch noch mal gut sehen. Komm mal näher. Es geht in einem relativ steilen Gefälle, geht es hier tatsächlich nach unten. Ich laufe mal vor, dann sieht man es, wie schräg es wirklich geht. Weil wie gesagt, wir müssen 40 Meter in die Tiefe hinabsteigen. So, hier kommen die ersten Anzeichen, also man hat sogar eine Drainage hier reingelegt, dass das Wasser ablaufen konnte, weil wie gesagt, es war ein Krankenhaus. Es ist per se im Berg immer feucht, also eine Feuchtigkeit liegt an. Die Anlage ist relativ trocken. Wir haben konstante 12 Grad hier in der Anlage. So, und hier liegen verwundete Menschen, die sich dann eh nicht bewegen. Dementsprechend kalt wird denen hier unten auch sein. So, und um das Wasser richtig abzuleiten, um den Leuten da so ein bisschen erträglich zu machen, hier unten hat man natürlich diese Drainagen reingezogen. Quasi ein kleines Lager für Lebensmittel. Also bis hier sind die Nonnen auch hin, weil den Nonnen war es verboten, hier zu missionieren. Und die Nonnen hatten Gottvertrauen, die hier damals waren, und sind nicht in diesen Luftschutzbunker reingegangen, als hier Angriffe waren oder als hier Gefechte stattgefunden haben. Sie haben auf Gott vertraut und sind hier nicht rein, aber sie haben die Soldaten unterstützt mit Lebensmitteln und allem, was sie brauchten, die verwundeten Soldaten und natürlich auch die Zivilbevölkerung. Hier waren auch
ja hochschwangere Frauen drin und natürlich kleine Kinder und Kinder. Und hier wird wahrscheinlich ein Raum, eine Nische gewesen sein für das Magazin, für das Vorratslager. Dann haben wir hier den Eingangsbereich in den eigentlichen Bunker. Das war jetzt nur der Zugang. Blindstollen. Und das ist original, also hier oben das Stahlbeton ist original und das Mauerwerk ist tatsächlich auch original. So, jetzt betrete ich den Luftschutzbereich. Ausgang West, der Reichsadler, das ist nicht original. Hier hat man einen Film gedreht, Die Toten vom Bodensee. Und das ist eine Filmrequisite, das hat man dran gelassen, deswegen ist es da. Das ist nicht original, aber dieser Bereich ist original. Das ist der eigentliche Luftschutzbereich, wo ich jetzt stehe. Und hier haben schon die verwundeten Soldaten gelegen. Hier sind Metallträger drin, hier und hier. Da waren Pritschen drauf. Also die gingen so in die Mitte des Raumes, so bis hier. Und hier waren Pritschen drauf. Und hier haben schon verwundete Soldaten gelegen. Einmal hier und einmal hier in dem Bereich. So, und wenn man sich vorstellt, man ist verwundet, man ist ein junger Soldat. Zum Ende des Kriegs, es waren viele junge Soldaten. Das erste Mal von zu Hause weg, an der Front verwundet worden, dann in so ein Lazarett gekommen und dann wurden sie nach unten evakuiert. Und dann liegt er hier unter so einer nassen, es ist nass, unter so einer nassen Felswand bei 12 Grad. Es ist bestimmt gar kein schönes Gefühl. Ihr habt eh schon Angst, weil ihr nicht wisst, wie es weitergeht mit euch. Und dann müsst ihr noch in die ewige Dunkelheit. In solch einen Raum. Alleine die Vorstellung über diese Tatsache, über diesen Zustand, ja, lässt einen das Blut in den Adern gefrieren. Das Ganze haben wir natürlich auf meiner rechten Seite, auf eurer linken Seite auch nochmal. Und ihr seht ja hier läuft Wasser rein. Das lief dann einfach an den Betten vorbei, also nicht auf die Betten drauf oder auf die Pritschen. Und dieser gesamte Gang nach unten, da haben die Soldaten schon gelegen die ganze Zeit. Dann haben wir hier wieder die Ankerpunkte für die Petroleumleuchten, dass das Krankenhauspersonal und natürlich auch die Soldaten und Zivilisten hier so ein bisschen Licht drin hatten. Doch wie haben unsere Urgroßeltern und Großeltern als Sanitätspersonal im Krieg ausgesehen? Und was waren ihre Aufgaben? Der Kanal PLW Review stellt die Uniform der damaligen Zeit vor. Die hier gezeigten Uniformen werden von Urlaub Entertainments bis ins Detail erklärt und wir erhalten einen guten Einblick in die damalige Zeit, um besser verstehen zu können, wie es damals in diesem Lazarett ausgesehen hat. Und Sophie hilft uns heute wieder, die Schwester vorzustellen. Wir haben euch letztens die Helferin gezeigt und zeigen euch jetzt hier die Schwester. Sie hat ein graues Kleid, wieder mit einem weißen Einknöpfkragen, wieder mit einer weißen Arbeitsschürze. Sie hat im Gegensatz zur Helferin eine Armbinde, wo nur das Rote Kreuz drauf ist. Sie hat eine Brosche, was eine Schwesternschaftsbrosche ist, wo das auch drauf steht. Hat halt so eine Borte mit DRK drauf geschrieben und ist so gestärkt mit Falten drin. Die Aufgaben der Schwester waren insofern, die Schwestern haben richtig in Krankenhäusern als Krankenschwester gearbeitet. Nicht wie die Helferin, die halt nur so Laien waren, war die Schwester eine richtige ausgebildete Krankenschwester mit einer medizinischen Ausbildung, sind dort den Ärzten zur Hand gegangen. Sie ist eine Helferin vom Deutschen Roten Kreuz. Offensichtlich erkennbar an dem blau-weiß gestreiften Kleid. Dazu die weiße Schürze, die Arbeitsschürze, die ist wendbar, hat vorne und hinten Taschen. Wenn sie dreckig ist, wurde sie einfach rumgedreht. Einen weißen Einknopfkragen. Die Armbinde, Deutsches Rotes Kreuz mit der Aufschrift in Fraktur. Vorne ein rotes Kreuz. Und dann einfach nur eine schlichte weiße Haube, unter der die Haare komplett verschwinden. Die Aufgaben der Helferin waren in der Form, dass sie in etwa dem heutigen Rettungsdienst entsprachen. Heißt wirklich, wenn irgendwo Unfälle waren, dass sie dahin sind, dort geholfen haben. Die haben auf irgendwelchen Sportveranstaltungen oder so, waren die da halt da, falls irgendwas passiert. Und dann natürlich
weil ja alles auf Militär ausgerichtet war in der damaligen Zeit. Gerade auf Bahnhöfen dann die Wehrmachtssoldaten dort betreut, denen dort nochmal was zu trinken mitgegeben bei der Verabschiedung. Da gab es so richtige Bahnhofsstationen. Heute zeigen wir euch mal die DRK-Uniform. Wir hatten ja schon die Schwester, haben wir euch ja schon gezeigt. Die Helferin haben wir euch auch schon gezeigt. Heute sind die Männer dran. Ich habe es ja auch an. Wie es die Frauen beim DRK gab, gab es natürlich auch Männer. Das hat jetzt den Anschein, als wäre es eine richtige Militäruniform. Ist es nicht. Es ist eine zivile Organisation, zivile Uniform. Was er jetzt hier dran hat, ist die volle Einsatzausrüstung, die man halt früher hatte. Wir fangen mal mit den grundlegenden Sachen an. Natürlich einfach ein Hemd drunter, schwarzer Binder, die Uniformjacke, ein normaler 4-Taschen-Rock. Der Kragen wird offen getragen, Schulterklappen beim DRK etwas schmaler, natürlich eine Hose in derselben oder ähnlichen Farbe. Koppel mit dem Koppelschloss, hier eine Ausführung aus Zink, hier zum Beispiel aus Alu, schon ausgefeilt. Ein Sturmriemen, wie das bei fast allen zivilen Organisationen getragen wurde. Das DRK-Schiffchen, ja auch ein originales Stück, vorne die Reichskokarde. Eine weiße Soutage, das DRK-Hoheitsabzeichen, Deutsches Rotes Kreuz, gestickt, dasselbe wie bei den Helferinnen. Dann noch ein sehr eigenes Ausrüstungsstück beim DRK, der DRK-Hauer, offiziell ein Werkzeug zur Holzbearbeitung. Wir ziehen den mal raus, er geht ein bisschen schwer. Da sehen wir den mal. Die Klinge mit dem Sägerücken, wie gesagt, es ist ein Holzbearbeitungswerkzeug. Und ganz interessant, er hat keine Spitze. Das liegt daran, weil man natürlich als Mitarbeiter beim Roten Kreuz, als Träger der Rotkreuzarmbinde nicht bewaffnet sein darf. Habt ihr Interesse an Reviews zur Uniform verschiedenster Epochen? Dann schaut bei dem Kanal PLW Review und Orlog Entertainments vorbei. Beide Kanäle und die Videos habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Es geht immer noch steil nach unten. Wir sind noch lange nicht auf dem Level von 40 Meter unter dem Kloster angekommen. Wir nähern uns aber. So, hier sind wir an der ersten Kreuzung angekommen. Jetzt sind wir im unteren Bereich, also jetzt sind wir auf dem Level von 40 Meter unter dem Kloster. Die Aufschrift Lazarett ist auch nicht original, sie ist auch im Rahmen der Filmproduktion. Hier unten hat man das an den Fels rangesprüht. Wir schauen uns jetzt hier unten einfach mal um und hier müsst ihr euch vorstellen, hier standen richtige Betten und hier haben dann die verwundeten Soldaten mit den Zivilisten zusammen gelegen und ausgeharrt und auf das Kriegsende gewartet. Ist auch wieder eine Nische. War wohl auch mal eine Mauer reingezogen. Hier ist auch noch ein Mauerrest. Also bis hier hat man tatsächlich noch vorgetrieben. Hier sind auch noch Rohrlöcher, Sprenglöcher. Hier zum Vorschein kommt das Tonrohr für die Drainage. Das läuft von hier in der Mitte von dem Gang, damit das Wasser abgeleitet wird. Und dieser Bereich der Anlage ist sehr, sehr trocken. Ein wirklich gigantischer Bunker unter einem alten Kloster. Hier ist noch, habe ich mir eben sagen lassen, es ist ein Damenschuh aus der damaligen Zeit. Wahrscheinlich wird das eine Dame des Sanitätspersonals der Wehrmacht getragen haben. Der hat die ganzen Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg hier unten überdauert. So, dann gibt es natürlich Hauptzugang, da sind wir rein und das ist ein Notausgang, Notzugang. Insgesamt gibt es 3 Zugänge, Haupteingang sind wir rein, der erste und noch einen zweiten. Er ist aber für immer versiegelt.
Hier in der Mitte hat dann die Drainage tatsächlich gelegen. Das ist jetzt aber schon rausgenommen worden. Aber so hat es mal ausgesehen. Oder so läuft es überall. Und der untere Bereich, es geht noch ein bisschen tiefer, der ist relativ nass. Das ist dieser Bereich hier. Es wird deutlich feuchter. Hier geht ein Schacht nach oben. Der ist aber vergossen worden. Da oben seht ihr den Stahlgeflecht und dann Beton drüber. Wieder einer von diesen Blindstollen. Hier wird es niedriger von der Deckenhöhe und auch wieder feuchter. Es ist nämlich noch mal ein Stück tiefer gegangen. Geht es auch noch mal, das ist auch noch original, und hier geht es auch noch mal Richtung Ausgang. Hier ist sehr tief. Gibst du mir mal die Kamera? Gehe ich da mal rein. Hier ist ein Blindstollen. Sieht man noch in der Mitte schön die Drainage verlaufen. Und der Bereich ist auch wieder ausgespritzt mit Beton. Das ist nachträglich passiert. Das wird wahrscheinlich auch einer von dem, also der dritte Ausgang dann gewesen sein. Das ist zugemauert. Und wo stehen wir hier? Oh, hier liegt ein Knochen. Siehst du das Licht auf der anderen Seite? Ach, das ist da, wo wir eben standen. Da stand ich eben auf der anderen Seite. Das ist eine Trockenmauer gezogen. Wahrscheinlich hat man den zugemacht als Geröllschacht oder irgendwas genommen. So, die Mauer ist wieder original. Das ist alles original. Die Aufschrift kommt durch die Filmproduktion, die hier unten stattgefunden hat. Die Toten vom Bodensee. Hier sollte eine Mordszene sich eignen. Das haben die Nonnen im Kloster aber verhindert, das wollten die nicht. Und deswegen hat man eine Folter draus gemacht. Also hier hinten hingen wohl zwei Damen, habe ich mir eben erklären lassen. Die hingen hier dran, diese Dinger sind auch schon drin gewesen. Ob sie jetzt original aus dem Krieg sind, wusste man nicht. Man geht aber davon aus, hier hingen die zwei Damen. Also so ähnlich hat es wahrscheinlich im Krieg auch ausgesehen. Hier standen unten die Krankenbetten. Dann haben die verwundeten Soldaten hier gelegen, und Kriegsverletzungen sind böse Verletzungen. Also die Menschen, die hier unten gelegen haben, die Soldaten, denen ging es nicht gut. Doch 77 Jahre nachdem Menschen vor Krieg in dem Kloster Schutz suchten, müssen Menschen aus Europa erneut in dem Kloster vor Krieg Schutz suchen. Wir sind eine ukrainische Kirche, ukrainische Gemeinde, ukrainische griechisch-katholische Kirche, Ja. Und wir feiern in byzantinischer Ritus unsere heilige Liturgie. Das, was ich will nur sagen, dass ich möchte nur Danke sagen an Riedenburg, an unsere Mitbrüder, dass sie diese Kirche zur Verfügung gestellt haben. Ja, seit Krieg, wir haben immer diese Not für unsere Gläubigen, und ich wohne in Südtirol und ich komme erste und dritte Sonntag Liturgie zu feiern. Das, was ich nur sagen, leider Gottes, momentan in Ukraine ist Krieg. Niemand hat gedacht und niemand hat auch geglaubt. Deswegen, wir haben vielleicht von Geschichte nichts gelernt und nichts verstanden, was bedeutet Krieg. Und, leider viele sind fragen, warum Gott lässt diesen Krieg zu. Aber das geht nicht um Gott, das geht um Mensch. Das geht leider Gottes, viele sind böse Menschen, dass sie unterstützen Krieg. Aber das ist kein richtiger Weg, Krieg zu führen, Krieg weiterzumachen, sondern wir müssen miteinander Dialog suchen. Eine Brücke bauen statt Waffen oder vielleicht statt Leid weitermachen. Ja. Und leider Gottes, dass viele auch sind orthodoxen Christen, dass sie kommen zu uns, und ich bin sehr offen. Wir brauchen uns miteinander zusammensetzen, zusammen beten, damit Gott gibt uns einfach diesen richtigen Weg, und Heilige Geist hilft uns, einen Frieden zu finden.
Wir brauchen keinen Krieg, wir Nein. brauchen mehr Frieden. Und ich glaube, wir haben Durst heutzutage nach Frieden, nach der Gerechtigkeit und auch nach Hoffnung, dass immer besser kommt und Zeit uns hilft, diese Zeit zu verstehen und etwas Gutes zu machen für uns, für anderen und auch für die bessere Zukunft, das ist klar. Absolut. Ja. Also lange nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir dann doch wieder Krieg in Europa. Ein Krieg, der nicht hätte sein gemusst, wie alle Kriege. Und ich hoffe, dass dieser Krieg auch schnell wieder endet, weil das Leid der Menschen ist immer am größten in Kriegssituationen. Und Kriege müssen wir verhindern. Ich glaube, wir haben einfach vergessen, was Krieg bedeutet für die Nachkriegsgeneration. Wir selber haben keinen Krieg miterlebt. Ich hoffe wirklich inständig, dass die Kriege auf der ganzen Welt demnächst aufhören und dass die Menschen wieder aufeinander zugehen, weil das, was wir nicht brauchen, ist Krieg nirgendwo auf der Welt. Ja. Ich bin Optimist, aber ich bin auch Realist und ich glaube, am Ende Liebe gewinnt. Gewinnt auch Gott, weil Gott immer hat verkündet, wir müssen einander lieben, wir müssen einander helfen, unterstützen, statt töten. Deswegen wir beten, aber beten ist nicht genug, ich muss sagen. Wir müssen auch etwas Konkretes tun. In ihrem Heimatland, wo sie gebürtig herkommen, weil da gibt es ja jetzt die Frauen und Kinder, wohin flüchten die? Viele kommen ja auch nach Deutschland. Tun Sie dafür auch irgendwas? Also betreuen Sie diese Menschen, die wirklich aus dem Krieg kommen, auch? Ja, ich muss sagen, auch wenn ich in Bozen lebe, ich versuche regelmäßig hier zu sein, weil immer mehr und mehr kommen Leute. Kommen Frauen mit Kindern und wenn du gerade siehst, diese Frauen, diese Familien, das ist für mich auch schwierig zu beschreiben. Man muss auch viel sehen, zu verstehen und die Männer müssen dort kämpfen und das ist sehr wichtig, dass wir diese Frauen unterstützen, helfen und auch ein gutes Wort, ein Gebet, ein Segen, ein Gespräch, auch einfach in Augen eine Hoffnung diese spendieren und deswegen Solidarität ist ziemlich groß. Ich muss Danke sagen auch an unsere Landesregierung Vorarlberg, unsere Caritas, Diözesan Caritas, an unseren Vater Bischof Benno Elbs, dass er immer als guter Vater offenes Herz hat für unsere Flüchtlinge. Auch besondererweise, ich möchte danken auch an Riedenburg, an Dr. Sieboch, Wolfgang, Dr. auch Norbert Sieboch, dass unsere Riedenburg hat auch diese 3 Stücke, das Sie hier auf dieser Seite sehen, für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat. Und das ist eine große, große Hilfe, wo die Leute ein Dach haben können, essen oder gemeinsam beten oder vielleicht auch uns auf Ukrainisch sprechen. Das ist auch sehr wichtig, diese Kommunikation miteinander. Und wenn wir solche Räume zur Verfügung haben, das ist eine große Hilfe. Wir sind wie zu Hause hier. Und das ist eine Lobe, das ist ein Kompliment, aber das geht um Solidarität und Fakten zeigen, wie Christen sollen sich verhalten, anderen zu helfen, statt ablehnen. Ja, richtig. Ja, ist auch schwierig natürlich, wenn die Männer an der Front bleiben und kämpfen müssen im Land. Frau und Kinder will man dann schon in Sicherheit haben. Also haben wir jetzt hier Gebäude, die Riedenburg zur Verfügung gestellt, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge wirklich hier Schutz suchen können. Ne? Starkes Zeichen. Ich bin sehr dankbar an alle Mitmenschen, österreichische, Schweizer und auch aus Liechtenstein zum Beispiel. Wir haben auch viele Flüchtlingslager in Feldkirch, in Nenzing. Wir haben auch in Liechtenstein, wo ich besuche regelmäßig, weil das geht um Pastoraldienst, das geht um Seelsorgedienst, dass man immer auf die Seele kümmern muss und auch Pflicht hat. Und ich bin froh, wenn jemand kann helfen. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist eine große Hilfe, wo die Leute absolut, ja. Auch kleine Gesten sind in Zeiten des Krieges wirklich sehr wichtig und können einiges bewegen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinde alles Gute. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, und viel Kraft für die Zukunft. Alles Gute, danke. Gottes Segen, danke. Dankeschön. Alles Gute. In dem gesamten Bauwerk waren 3.500 Menschen für knapp 2 Tage hier unten, als die Alliierten auf die Stadt zumarschiert sind. Man hat auch gedroht, das mit Artillerie hier zu belagern und Bomben anzugreifen mit Bomberstaffeln. Deswegen sind die Menschen hier runtergeflogen, die verwundeten Wehrmachtssoldaten und die Zivilisten und die Verwundeten werden auf solchen ähnlichen Betten damals links wie rechts überall
gelegen haben. Was diese Nischen jetzt genau waren, das ist nicht überliefert, aber man kann davon ausgehen, dass sowas vielleicht ein Arztraum gewesen ist, ein Operationsraum, eventuell für eine Behelfs- oder Notoperation, wenn es gar nicht anders möglich war, wenn oben wirklich der Krieg über dem Gebäude oder an der Erdoberfläche getobt hat. Einzige Leiche in diesem Bunker, eine tote Katze. Die hat sich wohl damals hier drin versteckt, als die Anlage zugemacht wurde. Und dafür hat die Katze mit ihrem Leben bezahlt. Das ist das einzige Opfer in diesem Luftschutzbunker. So, zurück an der Oberfläche. Direkt ganz andere klimatische Verhältnisse. Wir haben hier oben locker 25 Grad, da unten waren 12 Grad. Und umso höher ich gekommen bin, umso wärmer wurde es natürlich. Wer hätte unter diesem unscheinbaren Kreuzgang, wo die Nonnen täglich durchgelaufen sind, eine solche Anlage vermutet aus dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Menschen Schutz gefunden haben? Wie gesagt, Krieg, das ist Krieg für die Zivilbevölkerung, für die verwundeten Soldaten, weil sie kauerten in diesen Löchern und mussten irgendwie gucken, wie sie den Krieg überlebt bekommen. Das war das Geheimnis unter dem Kloster. Ein alter Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, 40 Meter unter dem Kloster. Man mag sich nicht vorstellen, wie hier die emotionale Lage der Menschen war, die in diesen Bunker reingeflohen sind, als über ihnen der Weltkrieg zu ihnen kam und über ihnen tobte. Die verwundeten Soldaten, die Zivilisten, die hier unten ausharrten und nicht wussten, wann der Krieg vorbei ist, wann sie wieder an die Oberfläche kamen. Er war belegt mit 3500 Menschen. Kurze Bauzeit, in den Fels reingesprengt, von Arbeitern der Gemeinde, der Stadt errichtet, um die Bevölkerung vor dem Krieg zu schützen.